In diesem Video erstellen wir einen Expert Advisor, der eine SMA-Strategie, Simple Moving Average, verwendet, um Kauf- und Verkaufspositionen auf dem Markt zu verwalten. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir öffnen zunächst MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir programmieren zunächst die cTrade-Klasse aus der Standardbibliothek ein, die vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify bereitstellt. Wir erstellen ein cTrade-Objekt mit Standardparametern, um alle Handelsvorgänge einschließlich der Positionsverwaltung zu verwalten. Als nächstes definieren wir die Strategie Configurations-Parameter, die in den Expert Advisor-Eigenschaften angepasst werden können. Dazu gehören der Zeitraum für die SMA-Berechnung, der historische Bereich für Hochs und Tiefs, das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief und die Sicherheitsmarge für den Trailing Stop in Punkten. Wir deklarieren globale Variablen und Handles, um den Status für Ticks und Indikatordaten zu speichern. Dazu gehören ein eindeutiger SMA-Indikator-Handle, ein Ringpuffer für historische SMA-Werte und ein Array für OHLC-Preisdaten. Die Expert-Initialisierungsfunktion wird einmal zu Beginn des Expert Advisors für die Einrichtung des Indikators ausgeführt. Wir erstellen einen SMA-Indikator-Handle für das aktuelle Symbol und den H1-Zeitrahmen unter Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnittsmodus und der Schlusskurse. Wir konfigurieren die Arrays als Zeitreihen, um die Indizes an den natürlichen Zeitverlauf anzupassen, wobei die neuesten Daten bei Index 0 liegen. Die Funktion gibt einen Erfolgscode zurück. Die Positionseröffnungsfunktionen führen Marktaufträge mit einer bestimmten Lotgröße aus. Die Funktion OpenBuy-Position ruft den aktuellen Ask-Preis für eine präzise Auftragsausführung ab und verwendet die Position-Open-Methode von cTrade, um einen Kaufauftrag auszuführen. Zu den Parametern gehören das Finanzinstrument, die Richtung als Long Position, die Positionsgröße von 0,10 Lots, 10 Mikrolots, der Einstiegspreis zum aktuellen Ask, der anfängliche Stop-Loss und der Take-Profit, die beide deaktiviert sind, sowie ein Positionskommentar. In ähnlicher Weise ruft die Funktion Open-Sell-Position den aktuellen Bidpreis ab und führt einen Verkaufsauftrag mit denselben Parametern aus, außer dass die Richtung eine Short-Position ist. Die Hauptfunktion zur Preisaktualisierung wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. Sie ruft historische Preisdaten zur Analyse ab und kopiert H1-Kerzendaten für den Lookback-Zeitraum in das Preisdatenfeld. Außerdem lädt sie SMA-Werte aus dem Indikatorbuffer in den SMA-Puffer für die Trendanalyse. Die Funktion überprüft den Positionsstatus, um festzustellen, ob es offene Positionen gibt und welcher Art diese sind. Sie durchsucht alle offenen Positionen, um relevante Positionen zu finden, setzt eine Markierung und speichert die aktuelle Positionsart. Bei der Trenderkennung und dem Positionsmanagement deutet ein Preis über dem SMA auf einen Aufwärtstrend hin. Wenn keine offenen Positionen vorhanden sind, wird eine neue Kaufposition eröffnet. Wenn es eine bestehende Kaufposition gibt, ermittelt die Funktion den Tiefpunkt für einen Trailing Stop, indem sie den Index des niedrigsten Tiefs im Lookback-Zeitraum ermittelt. Sie prüft, ob das Tief mindestens Min Candles Back alt ist und ob der aktuelle Preis über dem ermittelten Tief liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, berechnet sie ein neues Trailing Stop Level und verarbeitet es für die Kaufposition. Umgekehrt deutet ein Preis unter dem SMA auf einen Abwärtstrend hin. Wenn keine offenen Positionen vorhanden sind, wird eine neue Verkaufsposition eröffnet. Wenn eine Verkaufsposition vorhanden ist, ermittelt die Funktion den Höchststand für einen Trailing Stop, indem sie den Index des höchsten Hochs im Lookback-Zeitraum findet. Sie prüft, ob das Hoch mindestens Min Candles Back alt ist und ob der aktuelle Preis unter dem ermittelten Hoch liegt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird ein neues Trailing Stop Level berechnet und für die Verkaufsposition verarbeitet. Die kombinierte Trailing Stop Management Funktion aktualisiert den Stop-Loss für Kauf- und Verkaufspositionen. Sie durchläuft alle offenen Positionen und wählt jede Position über ihre Ticketnummer aus. Sie wendet Filter an, um sicherzustellen, dass die Position dem angegebenen Typ entspricht und zum aktuellen Chart-Symbol gehört. Sie ruft den aktuellen Stop-Loss-Wert ab und aktualisiert ihn basierend auf dem Positionstyp.
Bei Kaufpositionen muss das neue Stop-Level höher als der aktuelle Stop sein oder es darf kein Stop-Loss vorhanden sein. Bei Verkaufspositionen muss das neue Stop-Level niedriger sein als das aktuelle Stop-Level oder es darf kein Stop-Loss vorhanden sein. Am Ende des Prozesses drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell war oder Sie nicht verstehen, was der gesamte Code macht, können Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder sich zuerst eines der Basisvideos ansehen. Wenn alles funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den Expert Advisor aus, den wir gerade erstellt haben, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten dann den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Mitglied des Premium-Kurses sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail senden. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der eine Strategie des einfachen gleitenden Durchschnitts verwendet, um Kauf- und Verkaufspositionen mit ein paar Zeilen MQL-Code zu verwalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.